Herr Wichers, der VDMA hat seine Produktionsprognose von 10% für dieses Jahr gerade bekräftigt. Was macht Sie sicher, dass die Branche diesen Wert auch erreichen wird? Nun, wie Sie schon richtig ansprechen, es ist die alte Prognose. Das heißt, wir haben sie nicht hochgesetzt. Vor einigen Wochen oder Monaten hätte ich eher ein höheres Plus erwartet. Wir haben hohe Auftragszuwächse, 30% im ersten Halbjahr, 45% in den Monaten Juni, Juli und August in Summe. Das heißt also, es ist eine Menge Dampf im Kessel. Die Unternehmen bekommen ordentlich Aufträge, aber sie können sie eben nicht in dem Maße umsetzen, verumsatzen. Und diese Effekte sind gegenläufig, sodass wir hier bei 10% geblieben sind. Sie haben die VDMA-Mitglieder gerade gefragt, wie sie die Situation rund um die Lieferketten einschätzen. Was kam dabei heraus? 81% der Unternehmen melden bereits gravierende oder merkliche Störungen entlang der Lieferketten. Das hat sich bereits angekündigt im April. Dort war schon eine Großzahl der Unternehmen letztlich der Stimmung, dass es noch schlimmer wird, und das ist eingetreten. Viele Marktbeobachter rechnen damit, dass diese Engpässe zum Beispiel auf dem Chipmarkt bis ins Jahr 2022 hinein bestehen bleiben. Wie sieht das der mittelständische Maschinen- und Anlagenbau? In unserer 11. Blitzumfrage, die jetzt Anfang September getätigt wurde, wurde diese Annahme bestätigt. Ein Großteil der Unternehmen, also auch über 80%, geht davon aus, dass insbesondere bei Elektronik und Elektrikkomponenten diese Engpässe bestehen bleiben, und zwar auch über einen längeren Zeitraum. Das heißt also, sich nicht in den nächsten 3 oder 6 Monaten auflösen werden. Was bedeutet das konkret für die Prognose 2022? Und die Prognose 2022, also ein Plus von 5%, wird im Wesentlichen natürlich gestützt zum einen durch die Auftragsbestände, die sich im Augenblick letztlich ansammeln, aber eben auch ein weiterhin recht gutes weltwirtschaftliches Umfeld. Wir haben zwar hier und da Korrekturen, aber insgesamt gehen wir schon von einer Fortsetzung des Aufschwunges aus, zu dem wir ja noch nicht wieder das alte Niveau erreicht haben. Dieser Zwiespalt zwischen Materialengpässen und guten Auftragsbüchern, wie spiegelt sich das in der Beschäftigung wider? Erleben wir einen Aufbau oder einen Abbau im kommenden Jahr? Die Beschäftigung ist, wie wir Volkswirte sagen, ein Spätindikator. Sie reagiert erst verzögert auf Zuwächse bei den Auftragseingängen oder auch eben beim Umsatz. Aber wir sehen schon jetzt eindeutig, die Kurzarbeit geht zurück und der Rückgang in der Beschäftigung ist gestoppt worden. Das ist eine gute Basis für einen letztlich auch Aufbau in den kommenden Jahren. Dankeschön.